Das hier ist die Baton Rouge V1 Goth. Ich habe sie für diesen Test von Baton Rouge geschickt bekommen. Die Webseite ist www.batonrougeguitars.com. Diese Ukulele ist made in China. Der Korpus besteht komplett aus laminiertem Mahagoni. Das Finish ist offenporig matt. Der Boden hat eine deutliche Wölbung. Die Verarbeitung ist insgesamt recht ordentlich. Ein paar winzige Leimreste kann man trotzdem noch entdecken, wenn man ganz genau hinschaut. Allerdings ist der Korpus irgendwie nicht ganz symmetrisch. Der 12. Bund verläuft rechts genau über dem Rand des Korpus, links jedoch 1 mm ungefähr darüber. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Jedenfalls ist mir beim genau hingucken aufgefallen. Das liegt jedoch nicht am Griffbrett. Die Bundierung ist absolut korrekt. Der Abstand zwischen Stegeinlage zum Bundstäbchen ist auf beiden Seiten identisch. Auch ist die Brücke nicht ganz mittig angebracht, ungefähr um die 2 mm nach rechts verschoben. All das hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Klang und auch nicht auf die Bespielbarkeit. Ich habe das erst beim Vermessen des Instruments bemerkt. Diese leichten Asymmetrien sind jedenfalls ziemlich unauffällig und auf den ersten Blick nicht unbedingt zu sehen. Die Ukulele hat einfache, offene, gewinkelte Mechaniken, die nicht ganz perfekt symmetrisch ausgerichtet sind, funktionieren aber auf jeden Fall hervorragend. Die Ukulele wiegt ungefähr 369 Gramm. Sie ist ungefähr am 11. Bund ausbalanciert. Die Saiten sind Aquila Nalgard. Das Griffbrett hat 12 Bünde. Ein leichter Radius ist zu erkennen. Erstaunlich in der Preisklasse. Die Bünde sind relativ groß und hoch und ordentlich abgerichtet. Am Rand des Griffbretts sind die Enden der Bünde leicht zu spüren, aber nicht so, dass man es beim Spielen störend bemerken würde. Die Saitenlage ist nicht ganz perfekt, aber doch ziemlich gut eingestellt. Die Bespielbarkeit ist insgesamt ziemlich gut, da kann man nicht meckern. Der Hals selber ist fast perfekt gerade, doch beim Griffbrett ist am Übergang zum Korpus eine leichte Biegung nach oben zu erkennen. Das bewirkt, dass beim Spielen die Töne im 11. Bund zum Schnarren neigen. Naja, das könnte man beheben, indem man den 12. Bund ein bisschen runterfeilt. Man sollte dabei natürlich ein bisschen wissen, was man tut. Die Brücke ist gitarrenähnlich mit Knüpfsteg. Die Stegeinlage ist nicht kompensiert. Der Seitenabstand an der Brücke ist mit ungefähr 38 mm von G bis A-Seite spürbar geringer als üblich. Bei vielen anderen Ukulelen werden hier ungefähr 42 mm geboten. Die Intonation ist ziemlich gut. Sehr ordentlich auf jeden Fall. Die C-Seite ist ein kleines bisschen zu hoch im 12. Bund. Das ließ sich vermutlich durch eine Einzelseitenkompensation weiter perfektionieren. Aber auch schon so ist die Ukulele ziemlich sauber. Ich spiele mal die Töne alle an. Naja, klingt eigentlich ziemlich gut, wenn die Sache mit dem 11. Bund nicht wäre. Der Klang ist jedenfalls eigentlich sehr schön und ziemlich warm. Gefällt mir wirklich.
Der kleine Patzer im 11. Bund würde beim normalen Spielen meistens keine Rolle spielen. Und wer sorgfältig und präzise mit einer Feile, Sandpapier und Stahlwolle umgehen kann, kann das auch ziemlich gut selber beheben. Jedenfalls, wenn man diese Kritik hier hört, könnte man vielleicht zum Schluss kommen, dass die Ukulele zu viele Fehler hat. Aber ich kenne kaum Ukulelen in dieser Preisklasse, die völlig fehlerfrei daherkommen. Und ich habe hier halt auch genau hingeschaut, um auch kleine Unregelmäßigkeiten aufzuzeigen. Was mich jedoch überzeugt, ist die wirklich schöne Bespielbarkeit und der gute Klang zum erstaunlich kleinen Preis. Und das meine ich wirklich so, was ich für den Preis schon so alles gesehen habe. Die Ukulele macht wirklich Spaß zu spielen. Und das kann ich von vielen anderen in dieser Region leider nicht sagen. Ich mag die Ukulele wirklich, der Klang sagt mir persönlich auch sehr zu. Und ich finde, die Baton Rouge V1 Goth könnte ein echter Preis-Leistungstipp sein. So viel Ukulele für so wenig Geld habe ich bis jetzt selten gesehen.